Guten Tag, mein Name ist Dr. Thomas Scholz. Ich bin plastischer, ästhetischer und wiederherstellender Chirurg aus Südkalifornien, Los Angeles, hier aus Deutschland und auch aus der Schweiz. Heute reden wir über das Thema Narben bei Bauchdeckenstraffung, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Vor allen Dingen ist es ein Thema wie alle anderen Themen, die innerhalb der plastischen Chirurgie richtig gut erklärbar sind. Alles, was wir machen, lässt sich logisch erklären und somit auch Narben nach Bauchdeckenstraffung. Meine Narben bzw. meine Schnittführung bei Bauchdeckenstraffungen ist bei mir sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was man sonst normalerweise sieht. Warum? Diese Schnittführung, hier in grün dargestellt, ist der sogenannte Bikini-Zonenschnitt. Das ist das, was man normalerweise sieht hier. Das ist ein Schnitt, der ist sehr waagerecht, der ist auf halber Strecke irgendwo zwischen Bauchnabel und Schambeinknochen und wird einfach horizontal waagerecht dort quer über den Unterbauch gelegt. Diese Schnittführung, dieser Bikini-Zonenschnitt hat nur Nachteile. Der erste Nachteil, den wir haben mit dieser Schnittführung ist, wenn ich mit so einer Schnittführung Gewebe entfernen will, zum Beispiel in dieser Form, dann kann ich und das nachher zusammennähe, dann kann ich somit nur vertikal Gewebsüberschuss reduzieren, aber nicht horizontal Gewebsüberschuss reduzieren. Da Menschen aber keine zweidimensionale Wesen sind, wie irgendwie so ein Monitor, sondern Menschen sind dreidimensionale Wesen, muss auch horizontal Gewebsüberschuss reduziert werden, damit eine Form, eine Shape und eine Figur daraus nachher resultiert. Erstes Problem, wie gesagt, ist Bikini-Zonenschnitt kann nur vertikal Gewebsüberschuss reduzieren, wie hier dargestellt, aber nicht horizontal. Wenn ich diese Schnittführung wähle, wie das bei mir immer der Fall ist, dann kann ich, wenn das Gewebe nach unten versetzt wird, nicht nur vertikal Gewebsüberschuss reduzieren, sondern auch horizontal. Weil bei mir liegt die Narbe hier sehr schräg und somit kann das Gewebe von oben nicht nur nach unten versetzt werden, sondern nach unten und rein, nach unten und rein. Und somit kriege ich hier einen horizontalen Vektor hin und somit beginnt diese gesamte Bauchdeckenstraffungsoperation lediglich schon aufgrund dieser veränderten Schnittführung, dass man auch horizontal Gewebsüberschuss reduzieren kann und somit beginnt das Ganze erst eine gewisse Dreidimensionalität und eine Form und eine Shape zu generieren am Ende der Operation. Hier ist es nochmal dargestellt am Hand von einem weiblichen Körper, dass mit dieser Schnittführung die Haut seitlich so reinkommt. Ja, das ist ganz wichtig, damit man nach so einer Bauchdeckenstraffung nicht einfach nur das Gewebe nach unten gezogen bekommt und aussieht wie ein Lego-Männchen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema und das sind immer diese legendären Eselsohren, diese Dog Ears. Wenn hier nur ein bisschen Gewebe rausgeschnitten wird, passiert das nicht. Sobald Sie mit dieser unvorteilhaften Bikini-Zonen-Schnittführung hier mehr Gewebe entfernen wollen, mit so einer Ellipse, dann knatscht sich seitlich immer das Gewebe zusammen, drückt sich nach außen, es entstehen sogenannte Hauttüten, Hautfalten, wir nennen das auch Eselsohren oder Dog Ears. Und leider Gottes gibt es auch genügend Chirurgen, die dann sagen, es wäre alles kein Problem, man kann diese Eselsohren auch nachher dann irgendwie in der Praxis vielleicht mal irgendwann entfernen. Das Problem ist, Sie können sich dieses Eselsohr entfernen lassen, dann wird diese Narbe aber länger und am Ende entsteht wieder ein neues Eselsohr und das kann man ringsherum weiterverfolgen bis hinten zur Wirbelsäule, weil diese Schnittführung, die hier in grün dargestellt ist, die macht einfach vom Konzept her einfach keinen Sinn. Und erinnern Sie sich bitte, alles, was wir machen in der plastischen Chirurgie, ist erklärbar und muss Sinn machen und nachvollziehbar sein. Okay? So. Und das ist das Problem. Mit dieser Schnittführung kriegen Sie Eselsohren. Mit dieser roten, veränderten Schnittführung nach Dr. Scholz haben Sie keine veränderten Eselsohren. Das dritte Problem ist ein mechanisches Problem. Wundheilung dauert immer ein Jahr. Narbenbildung dauert ein Jahr. Mindestens. Auch abhängig vom Alter. Narben sind immer rotbreit erhaben. Bis sie nur noch eine feine weiße verblasste Linie geben, ist ein Jahr rum.
Meistens ist diese Bikini-Zonenschnittnarbe zu weit oben und die Patienten sind unglücklich mit dem Ergebnis. Aber selbst wenn sie da liegt, wo sie liegen soll, in quasi der Bikini-Zone, dann haben wir dort den Gummibund von der Bikini-Unterteil, von der Unterhose, Klamotten, Jeansgürtel, alles was mechanisch diese Narbe reizt und das ein ganzes Jahr lang, während diese Narbe sich noch in Wundheilung befindet. Und dadurch wird diese Narbe sicherlich nicht besser heilen und auch nicht besser aussehen. Jetzt kommen wir zum vierten Problem. Und das vierte Problem, jetzt geht es ans Eingemachte. Weil wenn Sie wollen, dass man eine Narbe möglichst nicht so sieht nach einer Bauchdeckenstraffung, weil ohne Narben geht das nicht. Eine Bauchdeckenstraffung hinterlässt immer Narben. Die einzige Frage natürlich, die daraus resultiert, ist, wie sichtbar sind diese Narben? Wie sehr fallen die ins Auge? Wie sehr fallen die auf beim Betrachter? Und wenn man sich das genau anschaut, gibt es eigentlich in diesem Bereich, auch in der plastischen Chirurgie, genau zwei Konzepte, die da verfolgt werden. Entweder lege ich eine Narbe in eine Falte rein, in eine natürliche Hautfalte. Wenn ich eine Augenlidstraffung mache, lege ich diese Narbe am Oberlid auch in die natürliche Lidfalte rein oder in eine Brustfalte rein, damit Narben nicht so auffallen. Also entweder lege ich eine Narbe in eine Falte rein oder das zweite ist, und das ist ein bisschen komplexer, ich lege diese Narbe an die Grenze von zwei ästhetischen Untereinheiten. Was bedeutet das? Der ganze menschliche Körper ist eingeteilt in ästhetische Untereinheiten. Alleine die Nase besteht aus 9 ästhetischen Untereinheiten. Wenn ich jetzt rein vom Prinzip und vom Konzept her eine Narbe an die Grenze von 2 ästhetischen Untereinheiten lege, dann wird die immer weniger auffallen, als wenn ich sie quer über eine ästhetische Untereinheit ziehe. Und das ist hier dargestellt, auch farblich unterlegt. Lila sind die Beine und das Gelbe, das ist der Torso. Und das sind ästhetische Untereinheiten. Und wenn ich eine Narbe an die Grenze hier von 2 ästhetischen Untereinheiten lege, direkt hier in der Leiste, in der Falte, wenn man das Bein anwinkelt, in der Falte zwischen Bein und Torso, dann wird diese Narbe immer weniger auffallen, als wenn man sie quer über den Unterbauch